Trompete spielen, während man marschiert, das bringt einige Probleme mit sich und damit beschäftigen wir uns heute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamp Trompetentraining. Wer kennt es nicht? Zum ersten Mal auf der Straße unterwegs mit der Trompete, mit deinem Blechblasinstrument und du spielst den ersten Auftritt während dem Marschieren und auf einmal bist du natürlich mit Punkten konfrontiert, über die man sich vorher nie Gedanken gemacht hat. Wie läuft man, dass idealerweise das Mundstück nicht jedes Mal der Lippe einen Schlag versetzt? Wie ist es mit den Noten? Also wie ist es mit der Balance der Trompete? Mache ich die Noten hier vorne mit der Marschgabel oder wie funktioniert das genau? Und da gehen wir heute Punkt für Punkt durch. Wir fangen mit den Noten an. Also prinzipiell ist es ja so, dass es unterschiedlichste Marschgabeln gibt. Es gibt die, die man eben hier beim Trigger festmacht. Das heißt, dort kann man zum Beispiel dann diesen Ring entfernen. Man hat dann hier so eine Öse und da macht man die Marschgabel rein, macht die Noten fest und dementsprechend hast du natürlich hier vor deinem Gesicht dann dementsprechend die Noten. Der Abstand, den finde ich persönlich immer etwas zu nah, aber das ist natürlich individuell. Es gibt auch noch Marschgabeln, die man zum Beispiel am Trichter auf der Seite oder oben festmachen kann oder eben auch Marschgabeln, die man hier am Trichter festmachen kann. Bei diesen Sachen, wie zum Beispiel hier am Trichter vorne oder hier am Rohr, muss man immer etwas aufpassen, dass man nicht zu stark zudreht, weil letztendlich besteht unsere Trompete ja aus dünnem Blech. Und wenn ich jetzt zudrehe, dann wird natürlich das Metall gefasst. Wenn ich zu weit drehe, wird das natürlich gequetscht. Dementsprechend habe ich natürlich hier eine Verformung im Blech. Das mal vorne weggeschickt, damit man eben aufpasst, dass man seine Trompete nicht natürlich ramponiert, indem man eine Marschgabel irgendwo befestigt. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn natürlich dann dementsprechend die Noten, die Marschgabel natürlich dann mit unserer Marschmappe bestückt wird, dann haben wir natürlich auch Gewicht am Instrument. Das heißt, je nachdem, wo eben diese Mappe, dieses Marschheftchen dann an der Trompete befestigt ist, haben wir natürlich das Problem, dass das Gewicht nach unten zieht. Dementsprechend haben wir natürlich auch auf der anderen Seite einen anderen Ansatz, eine andere Ansatzposition, beziehungsweise du musst eben mehr Kraft aufwenden, dass die Trompete so gehalten werden kann, wie du es eben gewohnt bist. Ich mache das immer ganz gerne so. Ich habe selten Auftritte beim Marschieren, aber wenn ich mal einen Auftritt habe, dann nehme ich das Marschheft, das Marschbuch immer in die linke Hand. Das heißt, ich halte hier mit dem kleinen Finger den Trigger fest, habe die Noten hier am Ventilstock. Das heißt, hier ist ja sowieso das Gewicht, das maximale Gewicht der Trompete durch die Ventile eben. Und ich beschwere dann die Trompete an dieser Stelle zusätzlich eben mit den Marschnoten. Das heißt, das hat den Vorteil, ich habe beide Hände im Einsatz und kann das Gewicht dann ideal natürlich hier festhalten. Das Problem ist natürlich trotzdem, man hat ein ordentliches Gewicht in der Hand, das ist ganz klar. Aber für mich angenehmer, als wenn die Trompete anfängt, vorne runter zu ziehen, weil einfach nach einer Stunde Umzug das Ganze einfach zu schwer wird oder nach einer halben Stunde, je nachdem. Genauso ist es hier, zwar nicht ganz so extrem wie am Trichter, aber auch hier möchte die Trompete eher nach unten ausweichen. Problem natürlich immer hier, sobald die Lippen hier mit dem Ansatz und durch das Gewicht des Marschbuchs anders belastet werden, wird es natürlich auch anstrengend. Das heißt, dort hat man natürlich dann auch Kicksgefahr, beziehungsweise belastet die Muskulatur anders und dementsprechend haben wir natürlich auch eine schnellere Ermüdung der Muskulatur. Also da muss man immer schauen, was man denn am liebsten macht. Ich kenne einige Vereine, die schreiben zum Beispiel vor, dass man die Trompete auch mit Marschgabel spielt. Das heißt, dort wird dir die Entscheidung dann sowieso abgenommen. Hast du allerdings die Möglichkeit, dich frei zu entscheiden, dann würde ich dir empfehlen, nimm die Trompete und nimm das Marschbuch in die linke Hand und halte das ganze Instrument mit natürlich Marschnoten, so wie ich es dir vorhin gezeigt habe. Das ist etwas entspannter und du bist letztendlich auch flexibler und agiler währenddessen. Wir kommen zum zweiten Punkt und der darf natürlich nicht fehlen. Wie kann man laufen, damit man eben nicht bei jedem Schritt den Schlag auf den Ansatz spürt? Das Problem an der Sache ist, wenn man sehr stabil mit der Ferse auftritt, dann hat man immer einen Schlag, natürlich der durch den ganzen Körper geht und natürlich auch vor unserer Lippe bzw. dem Mundstück nicht Halt macht. Ich habe mich mal mit einer Marching Band unterhalten bzw. mit dem Trainer und die sagen, man muss möglichst rund ablaufen. Das heißt, man rollt den Fuß möglichst rund ab, damit eben dieser Schlag nicht zustande kommt. Das heißt, die machen kleine Schritte und möglichst runde Schritte. Da kann man natürlich dann auch bei Schuhen und so weiter und so fort Einfluss drauf nehmen, wenn zum Beispiel eine abgerundete Sohle hat, etc. pp. Hast du aber zum Beispiel eine Tracht und dementsprechend auch zum Beispiel Haferlschuhe an, dann hast du natürlich eine Sohle.
die ist fest, die ist starr und dementsprechend musst du natürlich mit dem Fuß versuchen, möglichst kleine Schritte zu machen, je nach Tempo eben, beziehungsweise diese versuchen möglichst rund auszuführen. Ich habe das Problem früher auch gehabt, dass bei jedem Schritt der Stoß vom Mundstück gegen die Lippen kam. Besonders extrem Kopfsteinpflaster. Also da kannst du kaum dagegen arbeiten, da wirst du jeden Schritt auf die Lippen spüren. Dementsprechend natürlich, wenn du eine normale Straße hast, normal geteert oder sonstige Untergründe, versuch möglichst rund abzulaufen und das muss man halt individuell schauen, was noch praktikabel für einen ist und wie man eben auch gehen kann. Das Problem ist immer, wenn dieser Schlag kommt, geht's auf den Körper, geht's auf den Ansatz. Läufst du kleine Schritte und rund, und das kannst du zu Hause mal ausprobieren, indem du einfach die Trompete hast, ein paar Töne aushältst und einfach währenddessen unterschiedlichste Gangarten probierst, wirst du merken, okay, diese ist wirklich gut geeignet, weil die Trompete einfach vom Ton her gleichbleibend zu spielen ist. Der Schlag fällt weg. Oder wenn du es mal richtig übertrieben machst, natürlich so dieser typische Stechschritt vom Militär, wie man es von früher her kennt, dann wirst du merken, bah, jeder Ton geht auf deine Lippen. Und da muss man einfach aufpassen, dass das nicht der Fall ist. Denn schließlich möchte man natürlich auch beim Marschieren vernünftig musizieren. Und sich natürlich dann, wenn man vernünftig musiziert, natürlich auch maximal wohlfühlen, damit man eben gerne musiziert. Also versucht es unbedingt mal aus. Mach kleine Schritte, runde Schritte. Mach diese abgehackten Schritte, damit du einfach mal spürst, was der Unterschied ist. Und du wirst aber individuell einen Mittelweg finden. Das heißt, Schrittlänge und zur Abrundung, damit du eben dein Instrument vernünftig spielen kannst. Probier es mal aus und schreibe in die Kommentare unten, wie es bei dir funktioniert hat oder wie ihr das in eurer Kapelle trainiert. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung auch noch ein PDF-File vom Bayerischen Blasmusikverband. Die haben dort mal ein paar Seiten rausgegeben, auf denen es genau um dieses Thema geht. Marschmusik, Instrumentenhaltung etc. pp. Ganz interessant, da könnt ihr mal reinlesen. Also die haben sich da wirklich sehr viele Gedanken gemacht. Liegt natürlich auch daran, dass es dort die Marschwertung gibt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Schreibt es in die Kommentare, deine Erfahrungen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.